paar hundert Kilometer vor der afrikanischen Küste ragt seit Jahrmillionen eine Gruppe von Vulkaninseln aus dem Atlantik. Die Kanarischen Inseln. Dieser Ort voller Wunder ist jedes Jahr Austragungsort des Gran Guanche Gravel Audax, einem Ultra-Bikepacking-Event über 700 Kilometer und gut 16.000 Höhenmeter. Start der Route ist Lanzarote. Schwarzes Lavagestein trifft hier auf karge Vegetation. Doch viel sehen werden wir davon nicht. Das Event startet um 22 Uhr und so werden wir die Insel in der ersten Nacht durchfahren. Ja, kurz vor 4 bin ich dann gestern hier angekommen im Hafen. In so einem Warteraum von der Fährgesellschaft haben wir uns hingehauen, Isomatten aufgeblasen und versucht eine Runde zu pennen. 2,5 Stunden, glaube ich, nicht mal 2 Stunden haben wir geschlafen. Jetzt geht hier hinter mir gerade die Sonne auf. Ja, hat mehr gebracht, als ich dachte. Also ich bin jetzt nicht ausgeschlafen, aber man ist doch irgendwie spürbar erholter. Und jetzt warten wir darauf, dass wir um 8 Uhr dann die Fähre rübernehmen können nach Fuerteventura. Eine halbe Stunde später sind wir im Norden von Fuerteventura. Mit ihrer kargen und weiten Landschaft erinnert mich die Insel irgendwie an einen Wüstenplaneten aus einem Science-Fiction-Film. Ich bin jetzt hier das erste Stück gerade die ganze Zeit an der Steilküste längs gefahren. Rechts neben dir gehen die Klippen runter zum Meer, türkises Wasser, super schön. Einfach total einsam, total karg, aber irgendwie total majestätisch. Im Gegensatz zu den meisten anderen Fahrern habe ich keinen Druck, noch die letzte Fähre nach Gran Canaria erreichen zu müssen. Ich habe mich von Anfang an dafür entschieden, die zweite Nacht noch auf Fuerteventura zu verbringen. Jetzt bin ich hier unten an so einem Strand. Ja, das Meer rauscht. Und ich glaube, es ist der perfekte Platz unter den Sternen, um heute hier die Nacht zu verbringen. Nach einem extrem langen Tag. Nach einer kurzen Nacht am Strand geht es weiter. Ich frühstücke noch im Supermarkt und nehme die erste Fähre nach Gran Canaria. Die Überfahrt dauert mit 2 Stunden diesmal etwas länger. Aus dem Stadtverkehr von Las Palmas versuche ich schnell herauszukommen. Denn bis zum ersten großen Anstieg der Insel, ab Ingenio, sind es noch gut 50 Kilometer zu fahren. War eigentlich ein ganz netter Ritt bis hier so. Jetzt werde ich mich nochmal verpflegen. Also nochmal irgendwie was Ordentliches essen, Wasser nachkaufen, weil dann beginnt der richtige Anstieg. Die ganze Zeit schon richtig steil. Die ganze Straße hier eigentlich nie unter 10% so richtig. Jetzt schiebe ich hier so eine 20% Rampe gerade hoch. Ich bin noch ultra lange gefahren, aber jetzt wird es so steil. Irgendwie 23, 24%. Ging selbst im kleinsten Gang nicht mehr. Es ist hier wirklich... Man ist am Ölen ohne Ende.
Also schon auf jeden Fall eine Tortur hier hoch. Das ganze Klettern hat sich gelohnt. Wir sind jetzt über den Wolken und haben einen tollen Ausblick über die ganze Insel hier. Wahnsinn. Jetzt kurz vor 6 jetzt. Ich habe mir die letzte Nacht hier so eine einfache Unterkunft genommen. Heute mal eine Nacht auf jeden Fall auch drin schlafen. Das hat richtig gut getan. Mal duschen, mal alles trocknen lassen und ein warmes Bett. Ich bin relativ früh auf den Beinen, um auf jeden Fall die 12 Uhr Fähre zu bekommen von Gran Canaria nach Teneriffa. Und es ist noch dunkel draußen, also zum Glück habe ich ein gutes Licht, weil jetzt die Abfahrt sozusagen beginnt. Ich denke mal, ich werde alles anziehen, was ich habe, weil es doch noch wirkt relativ frisch draußen. Nach einer Weile taucht die aufgehende Sonne hinter den Gipfeln von Gran Canaria auf und taucht den grünen Norden der Insel in ein warmes Morgenlicht. Auf meiner Abfahrt über abgelegene und exponierte Schotterwege treffe ich keine Menschenseele. Erst als ich ein paar Kilometer vor dem Hafen wieder auf die Straße zurückkomme, holt mich Frank ein, der die kalte Nacht im Gegensatz zu mir draußen bivakiert hat. Auch Jens, den ich noch vom Start kenne, schreibt mir, dass er schon in Agaete ist und auch die 12 Uhr Fähre nehmen will. Wie auch bei vielen anderen Teilnehmern stellen die unruhigen Fährfahrten seinen Magen ganz schön auf die Probe. Richtiger Genuss. Ich schaffe es gerade so geradeaus zu gucken, ohne dir in die Kamera zu kotzen. Nach 1,5 Stunden erreichen wir die Hauptstadt von Teneriffa, Santa Cruz, wo wir uns jedoch nicht lange aufhalten wollen. Ja, nach einem kurzen Versorgungsstopp habe ich Santa Cruz jetzt so schnell wie möglich verlassen. Raus aus der Großstadt. Und jetzt beginnt hier der Aufstieg nach Anaga. So ungefähr 1000 Höhenmeter jetzt erstmal zu klettern. Ich bin mal gespannt. Genial. Schönster Aufstieg bisher. Das ist wie so ein Alpenpass, aber mit tropischen Temperaturen. Richtig gut. Von den grünen Gipfeln Anagas fahren wir ab nach La Esperanza, wo uns Frank wieder einmal einholt. Frank und ich entscheiden uns, noch weiter in die Nacht reinzufahren in Richtung Teide. In der stockfinsteren Nacht klettern wir durch Kiefernwälder immer höher in den Nationalpark. Gegen 12:30 erreichen wir einen überdachten Picknickplatz, wo wir ein paar Stunden schlafen wollen. Eine kurze und kalte Nacht wartet auf uns. Auch nur 1,5 Stunden gedauert, bis wir gekommen sind. Naja, aber ich glaube, wir werden ganz gut schlafen. Früh am nächsten Morgen setzen wir unseren Aufstieg zum Teide fort. Für die letzte Fähre müssen wir uns nicht mehr beeilen und so können wir die atemberaubende Vulkanlandschaft des Nationalparks in aller Ruhe genießen. Hinter jeder Ecke wartet ein neues Naturwunder auf uns und wir kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Nach der über 30 Kilometer langen Abfahrt nach Los Cristianos wartet dort die letzte und längste Überfahrt auf uns. Bei Sonnenuntergang begrüßen uns die Delfine zum Finale unserer Route. Voller Vorfreude auf das nahende Ziel erreichen wir die abgelegenste aller kanarischen Inseln, El Hierro. In dieser Nacht werde ich sie allerdings nicht mehr fahren. Ich brauche noch mal etwas Erholung für die letzten 120 Kilometer und so starte ich erst früh am nächsten Morgen. Letzte Insel, letzter Tag.
ist jetzt kurz nach Sonnenaufgang. Jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. Diese Insel ist einfach wunderschön, so was ich bisher gesehen habe. Nebel, ganz viel Grün, steile Hänge, überall sind irgendwelche Tiere. Also es ist wie ein kleines Paradies hier. Ich freue mich richtig jetzt auf die letzte Etappe. Nach dem ersten Anstieg fahre ich ab ins El Golfo-Tal im abgelegenen Nordwesten der Insel. Ich treffe Jonas und Simon, die auch auf der Suche nach einem Frühstück sind. Wir entscheiden uns, unser Glück im einzig richtigen Hotel des Tals zu versuchen und werden von einem überragenden Frühstücksbuffet überrascht, das wohl der Traum eines jeden Langstreckenfahrers wäre. Mit neuer Energie starten wir in den letzten und sehr langen Anstieg der Insel. Ich kann es kaum erwarten, endlich ins Ziel zu rollen, und trotz der sengenden Hitze finde ich irgendwo noch ungeahnte Kraftreserven. Nach stundenlangem Aufstieg geht es dann irgendwann nur noch bergab. Und nach knapp 4 Tagen und 18 Stunden erreiche ich endlich das Ziel. Glücklich und erschöpft sind wir alle, der Kopf voll mit Eindrücken der letzten Tage. Beim gemeinsamen Grillen am Strand abends tauschen wir unsere Geschichten und Erlebnisse aus. Nicht nur habe ich einen der schönsten Orte der Welt entdeckt, sondern viel wichtiger, viele tolle Menschen kennengelernt und ins Herz geschlossen.